Der Sommer kommt und ich weiß, dass viele von euch ein neues Fahrrad oder E-Bike kaufen wollen. Und vielleicht stellst du dir auch die Frage, welches Rad bzw. welche Radgröße ist eigentlich die richtige für mich? Ich brauche auf jeden Fall einen 60er Rahmen. Das haben schon einige zu mir gesagt und ich habe dann oft geantwortet, ja, wir bei Zweirad Hogendorn arbeiten mit einer Sitzhöhe. Und warum die Sitzhöhe so wichtig ist, das erfährst du in diesem Video. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin, moin erstmal. Ja, wahrscheinlich willst du mit deinem neuen Fahrrad auch gemütlich fahren, komfortabel drauf sitzen, Spaß haben, ja, und wahrscheinlich auch effizient fahren. Und wir haben einige interessante Tipps für dich zusammengestellt, damit du auf jeden Fall das richtige Rad in der richtigen Größe finden kannst. Und wenn ich sage wir, wer sind wir eigentlich? Also mein Name ist Nils Hogendorn, ich bin der Inhaber von Zweirad Hogendorn und wir haben ein Fahrradgeschäft am Esch2 in 26349 Jadderberg. Das heißt, wenn du ein Fahrrad kaufen möchtest, darfst du auch gerne zu uns kommen. Und die Fahrradberatung, ganz wichtig an dieser Stelle, findet immer nur mit Termin statt. Und einen Termin kannst du ganz einfach buchen unter www.hogendorn.de. Da findest du dann die Terminseite, suchst dir ein Wunschdatum, Wunschuhrzeit und dann kommst du zu uns. Es gibt ja 26 Zoll, 27,5 oder auch 28 Zoll Fahrräder und 20 Zoll Fahrräder gibt es ja auch. Das ist dann meistens im Spezialradbereich, so bei Falträdern oder Kompakträdern. Aber wenn wir vom normalen Erwachsenenrad sprechen, dann kommen oft Kunden zu uns ins Geschäft und sagen, ich hätte gerne ein 28er Rad. Und das könnte so einfach sein, wenn da nicht das Thema mit der Rahmengröße wäre. Wobei Rahmengröße oder Rahmenhöhe allein ist auch nicht alles. Denn wir als Fahrradgeschäft, wir gehen letztlich nach der Sitzhöhe. Aber das erstmal nur am Rande. Wir können ja einmal abchecken, so, was ist eigentlich die Rahmengröße? Weil die Rahmengröße ist tatsächlich ein fest definiertes Maß und wird gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sattelrohr. Und wenn du jetzt in ein Fahrradgeschäft gehst und du sagst so, ja okay, alles klar, ich weiß eigentlich ja meine Rahmengröße, ich habe schon immer einen 60er Rahmen, du kannst natürlich auch am Fahrrad gucken, manchmal steht sie am Sitzrohr auf einem kleinen Aufkleber oder steht auf dem Preisschild, also an der Beschreibungskarte oder. Also irgendwo da solltest du auf jeden Fall immer die Rahmengröße finden. Und dann gibt es da noch verschiedene Maßeinheiten. Also es gibt Fahrradhersteller, die geben die Rahmengrößen in Zoll an. Das finde ich ist, ja, wenn jemand sagt, ich brauche einen 60er Rahmen, also in Zoll ist das ein ganz anderes Maß. Oder dann gibt es zum Beispiel auch Fahrradhersteller, die sagen S, M, L, XL. Dazu muss man wissen, wenn du sagst, ja, ich habe schon immer ein XL gefahren, bei Marke XY, wenn du immer die gleiche Marke kaufst, mag das ja vielleicht auch passen. Nur wenn wir jetzt mal gucken bei unterschiedlichen Marken, bei dem einen ist das XL ein 60er Rahmen, bei dem anderen ist es ein 58er. Also merkst du schon, so richtig einheitliche Angaben gibt es da eigentlich gar nicht. Und die Rahmengröße ist auch gar nicht so entscheidend, beziehungsweise da gibt es viele Punkte, die du vorher auf jeden Fall abgeklärt oder abgecheckt haben solltest oder dir Gedanken drüber gemacht haben solltest, damit du nachher das richtige Fahrrad bekommst. Wir haben zum Beispiel einen Hersteller bei uns im Laden, der geht nach Stack & Reach und da steht zum Beispiel 470 Millimeter. Also da wird es in Millimetern angegeben und wenn ich dann nachmesse mit dem Zollstock, dann ist der Rahmen erstaunlicherweise doch nur 45 cm hoch. Und das liegt ganz allein daran, dass der Hersteller nach Stack & Reach geht. Also da gibt es auch noch Unterschiede. Darum, wenn du jetzt sagst, alles klar, ich brauche von der und der Marke das 47er oder das 48er, ist nicht immer unbedingt genau der Fall, weil es gibt auch Hersteller, die gehen ganz anders vor.
Aber wonach soll es jetzt eigentlich gehen? Und da gibt es noch ein paar weitere Faktoren, die du dir auf jeden Fall vorab Gedanken machen solltest. Und das wäre zum Beispiel, gibt es irgendwelche Einschränkungen? Hast du zum Beispiel Rückenprobleme? Aber bei Rückenproblemen, da kann man mit einer Federsattelstütze arbeiten. Was du dann aber auf jeden Fall bedenken solltest, weil so eine Federsattelstütze, so eine gute aus dem Hause Beischulz, die jetzt zum Beispiel so um die 10 bis 11 cm aufbaut, das ist natürlich hinterher Höhe, die dir dann vielleicht fehlt. Also das heißt, wenn du jetzt zu großen Rahmen wählst, dann würde die Federsattelstütze nicht mehr da reinpassen. Genauso ist es beim Sattel. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte einen bequemen, komfortablen Sattel auf meinem Fahrrad haben, dann kann das sein, dass der Sattel so um 2-3 cm mehr aufbaut als der Sattel, der serienmäßig auf dem Fahrrad verbaut war. Und schon ist das Rad nochmal 3 cm höher. Und wenn du jetzt einen zu großen Rahmen hast, sodass die Sattelstütze schon wirklich ganz unten ist und nicht mehr tiefer geht, dann fehlen dir da vielleicht im blödesten Fall 3 cm. Ja, und das ist dann sehr ärgerlich. Was ich immer sage, ist, ein zu kleiner Rahmen ist in Wirklichkeit gar nicht so schlimm, also sollte nicht viel zu klein sein. Ein zu groß gekaufter Rahmen, das ist immer schlecht, weil hinterher was absägen, ja, das geht leider nicht ganz so einfach. Wonach gehe ich noch bei der Rahmengröße? Ich könnte jetzt sagen, es spielt eigentlich alles eine Rolle. Ich könnte jetzt sagen, nach dem Alter. Wenn du jetzt sagst, Mensch, vielleicht will ich das Rad eine gewisse Zeit fahren, vielleicht bin ich mir auch nicht ganz so sicher auf dem Fahrrad oder und möchte gerne mit den Füßen fest auf die Erde kommen, wenn ich anhalte. Auch dann ist die Rahmengröße natürlich schon entscheidend, weil wenn sie zu hoch ist und du den Sattel nicht tiefer machen kannst, falls du dir doch mal unsicher bist, ist es auch extrem ärgerlich. Körpergröße, ja, wäre eine Möglichkeit. Schrittlänge wäre auch eine Möglichkeit. Aber falls du jetzt denkst, dass ich dir jetzt irgendwie eine Formel gebe, wo du sagst, so Schrittlänge mal 0, irgendwas, muss ich dich an dieser Stelle leider enttäuschen, weil davon gibt es schon ganz viele Videos und ich finde auch immer, das ist nie so genau, weil es hängt auch immer davon ab, was für eine Fahrradkategorie willst du fahren. Und so sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Bevor du dir ein Fahrrad kaufst, sollten die Dinge alle von dir selbst abgecheckt sein oder abgeklärt sein. So, wie willst du das Fahrrad überhaupt einsetzen? Ist es in der Freizeit, ist es im Alltag oder vielleicht sogar zum Sport? Das ist jetzt für die Rahmengröße vielleicht nicht ganz so entscheidend, aber hinterher kannst du vielleicht sagen, okay, alles klar. Welche Fahrradkategorie wird es denn? Soll es ein Trekkingbike, ein Citybike, ein Fitnessrad, ein Rennrad, ein Gravel? Also da gibt es ja Unmengen. Nur jeder Hersteller entscheidet für sich selbst, wie er seine Kategorie bestimmt oder nennt. Ja, was meine ich damit? Vielleicht kennst du das. Der eine sagt, ich habe mir ein Cityrad gekauft und du guckst dir so das Rad an und denkst so, boah, das ist ganz schön sportlich. Ist eine Kettenschaltung dran, ist ein gerader Lenker drauf und so weiter. Und du denkst so, okay, für mich wäre das jetzt ein Trekkingrad. Also da muss man schon einmal vorab sich auch genau Gedanken drum machen, so was soll das Rad überhaupt für Basics haben. Gerade so die Basics, die du nicht verändern kannst. So können wir jetzt weitermachen mit der Rahmenform. Es gibt ja zig verschiedene Rahmenformen. Es gibt den Trapezrahmen, es gibt den Diamantrahmen, es gibt den Wave-Rahmen und es gibt einen Tiefeinstieg oder einen Tiefeinsteiger. Und dann gibt es Hersteller, die nennen ihre Rahmen auf einmal Forma, Lady oder Gent. Wo ich so denke, so ja, was soll das jetzt bedeuten? Vielleicht machst du dir vorher auch Gedanken, so dass du genau weißt, alles klar, die Rahmenform gefällt mir. Oder die Rahmenform ist für mich ideal. Na, wenn du mit dem Rad viel in der Stadt unterwegs bist, dann wäre jetzt meine Empfehlung, immer einen Rahmen zu nehmen, mit dem du gut auf- und absteigen kannst. Nur mal so als Beispiel. Oder wenn du viel Gepäck transportieren willst und eine Radreise machen willst, dann wäre meine Empfehlung ein Diamantrahmen, also der typische Herrenradrahmen. Und da weiß ich auch, da kommt auch immer mal die Frage von den Damen, darf ich eigentlich ein Herrenrad fahren? Und da sage ich, du darfst alles, was du möchtest. Also wenn du selber sagst, ich möchte das gerne fahren, ich möchte gerne so ein Fahrrad haben, dann kannst du auch einen typischen Herrenradrahmen nehmen oder einen Diamantrahmen. Also wir wollen gar nicht sagen Herren oder Damen, es
kann jeder alles fahren. Und wenn wir beim Rahmen sind, dann ist das Rahmenmaterial auch ein interessantes Thema, weil da gibt es ja verschiedene Materialien zur Auswahl, zum Beispiel Stahl, Aluminium oder Carbon. Und ich würde dir auf jeden Fall einen Carbonrahmen empfehlen, wenn das Rad leichter sein soll. Also wenn du wirklich sagst, alles klar, ich möchte das Fahrrad auch mal mit in irgendein Stockwerk nehmen oder ich transportiere das Rad auch mal, dann macht ein Carbonrahmen schon Sinn. Es gibt auch E-Bikes mit Carbonrahmen und dann sparst du schon so 1-2 Kilo oder 3 auf jeden Fall. Und, Carbon ist auch relativ elastisch, das heißt, es federt auch in sich, also es gibt dir schon einen gewissen Komfort. Andersrum ist es aber auch wieder so, Carbonrahmen findest du häufig in sehr sportlichen Rädern. Also da musst du auf jeden Fall auch drauf achten. Ein weiteres Material wäre Stahl, wobei bei Stahl kann ich auch sagen, das ist schon ja, recht exotisch. Also wenn du jetzt dir einen Rahmen bauen lässt, der wirklich exakt zu deinen Körpermaßen passt, dann könnte man zum Beispiel einen Stahlrahmen nehmen. Da gibt es sowas mal. Also es ist ein Material, es gibt es noch, aber wenn wir jetzt gerade so im E-Bike-Bereich mal gucken, da wird es immer weniger, dass man Stahl sieht. Das war es zum Thema Rahmenmaterial. Und dann ist es ja so, dass die Rahmenhersteller meistens so in 3 cm, manchmal auch 5 cm Schritten springen. Das heißt so 45, 50, 55. Das wäre so beim typischen Wave-Rahmen. Dann gibt es aber auch Hersteller, die springen in so krummen Maßen. 46, 49, 54 und so weiter. Also es ist wirklich von Hersteller zu Hersteller komplett unterschiedlich. Und ob du jetzt, sage ich mal, einen 57er oder 58er Rahmen brauchst, das ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist erstmal, ich hoffe, das hast du schon verstanden im Laufe des Videos, dass du dir Gedanken gemacht hast, was willst du überhaupt mit dem Rad machen, sodass es erstmal auch wirklich zu dem passt, was du damit vorhast, also zu deinen Wünschen. Und hinterher musst du halt sehen, dass du ein Rad bekommst, das wirklich ideal dann zu deiner Körpergröße passt. Ganz einfach gesagt, die Grundausstattung muss passen. Komponenten oder einzelne Komponenten können hinterher meistens ausgetauscht werden. Was meine ich eigentlich mit Komponenten? Also Grundausstattung bei Komponenten wäre zum Beispiel der Motor. Also wenn du jetzt sagst, alles klar, ich möchte einen Bosch-Motor, dann ist das ganz klar. Wenn du sagst so, oh, ich weiß noch nicht welchen Motor, vielleicht tausche ich den hinterher nochmal, ja, dann kann ich sagen, Motor tauschen im Nachhinein, das wird schon relativ schwierig, beziehungsweise das ist meiner Meinung nach sogar unmöglich. Na, wenn du jetzt sagst, Sattelstütze tauschen, das geht hinterher immer. Oder Sattel tauschen geht hinterher immer. Griffe tauschen geht hinterher immer. Oft bekommen wir auch die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn ich zwischen 2 Rahmengrößen tendiere oder genau dazwischen bin? Wenn ich so sage, oh, ich brauche eigentlich, es gibt einen 60er vom Hersteller und es gibt einen 55er Rahmen von dem Hersteller. Und meine ideale Höhe wäre eigentlich 57 oder 58. Und mein Tipp an dieser Stelle ist auch wieder hier, Tendenz zum kleineren Rahmen, damit du immer Reserve hast für eine gefederte Sattelstütze, für einen gepolsterten Sattel oder einen Sattel, der höher aufbaut. Das weiß man ja vorher manchmal nicht, was einem noch so im Laufe eines Fahrradlebens so passiert oder wie auch immer oder was für Wünsche vielleicht noch hinzukommen, so dass du da auf jeden Fall Reserve hast, sowas nachzurüsten. Wenn du das Video jetzt gesehen hast, dann könntest du fast meinen, dem Hogendorn, dem ist die Größe ja fast egal, ne? Wobei, so ganz egal ist mir die Größe nicht, weil wenn du zu uns kommst ins Fahrradgeschäft, wir arbeiten mit dem 3D 360 Grad Bodyscanning und da sind 8 Kameras verbaut und die erfassen wirklich in Sekundenschnelle über 1 Million Messpunkte deines Körpers. Hinterher gehen wir dann ein paar Fragen durch, sodass du nachher wirklich ein Fahrrad bekommst, das optimal zu deinen Wünschen und Bedürfnissen passt und ideal zu deiner Körpergröße. Also du wirst wirklich ausgemessen und hinterher zeigen wir dir das Rad, ja, so wie du dir das vorstellst oder gewünscht hast.
oder das dem am nächsten kommt. Und falls du jetzt denkst, das ist aber doof, weil Hogendorn ist in Jadderberg, was mache ich denn jetzt? Mir ist das zu weit zum Fahren. Also wir haben ja den Webshop, sodass du online ein Fahrrad kaufen kannst. Okay, wie ist es denn jetzt? Wie finde ich denn da das richtige Rad oder die richtige Größe? Und da kann ich dich beruhigen, denn wir arbeiten mit einem patentierten System, sodass wir dich zu Hause auch ausmessen können, die Radgröße bestimmen können und auch das richtige Rad für dich heraussuchen können. Das heißt, wenn wir zusammen telefonieren oder auch im Videocall, dann können wir oder kannst du ganz einfach ein Fahrrad bei uns online oder halt am Telefon oder am Video bestellen, dass dir dann nach Hause geliefert wird, wo du dann noch den Lenker gerade machen musst, vielleicht noch die Pedale reinschrauben musst, den Sattel auf deine Höhe einstellen. Das liegt aber alles bei, sodass du es wirklich ganz einfach zu Hause einstellen kannst und dann maximalen Fahrspaß genießen kannst. Hinzu kommt dann noch die Fahrspaßgarantie. Falls du dich fragst, was ist das? Wir haben eine Hogendorn Fahrspaßgarantie, die gehört beim Fahrradkauf immer mit dazu. Also die bekommst du dazu, sodass du dein Rad 4 Wochen testfahren kannst und auf Herz und Nieren testen kannst. Und sollte es wirklich einmal so sein, dass das Rad nicht zu dir passt und du keinen Fahrspaß erlebst, kannst du das Rad sogar zurückgeben oder umtauschen. Und ganz wichtig an dieser Stelle, gerne darfst du dieses Video teilen, gerne mit Leuten, wo du weißt, alles klar, die wollen sich noch ein Fahrrad kaufen, da soll ein neues E-Bike her oder die haben schon mal das falsche Rad gekauft. Soll ja alles schon mal vorgekommen sein, dass jemand ein Fahrrad hat, das zu groß ist oder auf dem nicht gefahren wird, weil es einfach nicht das Richtige ist. Darum, ganz wichtig an dieser Stelle, gerne darfst du dieses Video teilen. Ja, und damit du kein weiteres Video mehr verpasst, abonniere den Kanal und schau auch ruhig mal auf dem Kanal, denn wir haben schon einige Fahrräder vorgestellt von verschiedenen Marken, von Stevens, von Riese und Müller und auch von Simplon. Ja, und lass einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns schon entweder am Fahrradladen oder in einem der nächsten Videos. Bis dann.